Hallo ihr Lieben, habt ihr schon knusprige Gemüsepfannkuchen selber gemacht? Heute zeige ich dir, wie du diese ganz einfache und schnelle Gemüsepfannkuchen einfach selber machen kannst. Und ich habe ein kleines Trick für dich, wie du die Pfannkuchen ganz knusprig machen kannst. Also lasst uns direkt loslegen. Für die knusprige Gemüsepfannkuchen brauchst du eine Zucchini, ungefähr 300 Gramm, eine Karotte oder 2 Karotten, es soll ungefähr 200 Gramm an Karotten sein und dann das gleiche auch an Kartoffeln, etwa 200 Gramm Kartoffeln. Und dann brauchst du noch einen Bund Lauchzwiebel. Ich habe diesen wunderschönen Lauchzwiebel gestern aus unserem Garten gepflückt und freue mich sehr, damit meine Pfannkuchen jetzt zu machen. Dann brauchst du noch 2 Eier, Dinkelmehl oder Weizenmehl, Salz und Pfeffer zum Würzen und Olivenöl zum Braten. Das Zubereiten geht ganz schnell und jetzt als erstes die Karotten und Kartoffeln schälen. Wenn du magst, kannst du auch die Zucchini schälen. Und dann die Zucchini, die Kartoffeln und Karotte raspeln. Dann gibst du einen Teelöffel Salz zum Gemüse und vermisch das Ganze. Danach lassen wir es 15 Minuten zur Seite. In dieser Zeit zieht das Salz Wasser und dieses Wasser werden wir danach noch abtropfen und dadurch werden die Gemüsepfannkuchen richtig knusprig. In der Wartezeit werde ich noch mein Lauchzwiebel ganz fein hacken. So, dann nach diese 15 Minuten wirst du merken, dass da richtig viel Flüssigkeit ist in der Schüssel und diese Flüssigkeit muss abgetropft werden, sonst werden die Pfannkuchen richtig matschig und wenn wir das Flüssigkeit abtropfen, werden die richtig schön knusprig. Und ich mache das heute so, dass ich jetzt ein zweites Schüssel mir nehme und in dieser Schüssel lege ich diesen Tuch, den ich schon davor verwendet habe. Ich habe diesen Tuch zum Trocknen von meiner Gemüse verwendet und jetzt kann ich es nochmal weiter verwenden. Das ist ein neues Produkt, ein wirklich tolles Multitalent für die Küche von der Firma Friedemann. Es ist ein Passiertuch, den du nicht nur jetzt dafür verwenden kannst, sondern du kannst damit auch passieren, Dampfgaren, schmoren, trocknen, frisch halten und sogar Oberflächen reinigen. Also ein richtiges Multitalent für den Haushalt. Und ich nehme dafür 2 Tücher bei so einer großen Menge an Gemüse. So, die lege ich einfach so in die Schüssel. So, eine habe ich die Längeseite nach hier und die andere so rum. Bei weniger Menge kann man auch eine verwenden, aber weil wir so viel haben, habe ich jetzt 2. Dann das Gemüse auf das Tuch geben, die Seiten so hochklappen und die ganze Flüssigkeit auspressen. Und so viel Flüssigkeit haben wir aus den Gemüsen ausgepresst und das ist ein ganz wichtiger Schritt, sonst wären die Pfannkuchen nicht knusprig. So, das brauchen wir nicht mehr. Und du brauchst dann eine größere Schüssel. Jetzt geben wir die Gemüse in diese Schüssel. Und diesen Tuch musst du jetzt nicht wegwerfen. Du kannst den abwaschen und damit noch Oberflächen reinigen. Und dann gibst du noch den Lauchzwiebel zu den restlichen Gemüse und 2 Eier. Und dann gibst du einen Teelöffel Salz dazu, weil die Salz, die wir davor dazu gegeben haben, ist mit der Flüssigkeit schon weg. Deswegen nochmal salzen und auch schwarzen Pfeffer nach Geschmack dazugeben. Dann das Ganze kurz vermischen. Dann gibst du erst 5 Esslöffel Dinkelmehl dazu und vermisch das Ganze. Dann ist es wichtig nachzuschauen, die Masse soll nicht sehr flüssig sein, aber auch nicht zu trocken. Ich habe dann noch 2 Esslöffel Dinkelmehl dazugegeben und das hat schon gereicht. Also ich habe 7 Esslöffel dazugegeben, aber es ist wichtig für dich einfach nachzuschauen, weil es kann sein, dass bei dir etwas mehr Flüssigkeit da ist oder weniger und dann kannst du diese Menge auch anpassen. Und jetzt
die Pfanne auf mittlere Hitze erhitzen, mit Öl den Pfannenboden bedecken, die Pfannkuchen mit einem Esslöffel portionieren und von beiden Seiten etwa 5 Minuten schön knusprig und golden anbraten. Hier ist es wichtig, die Pfannkuchen bei mittlerer Hitze zu braten und einfach schauen, ob es 4 oder 5 Minuten braucht und dann wenden und die andere Seite auch 4 bis 5 Minuten braten lassen. In der Zeit, wo die Pfannkuchen braten, kannst du auch einen Kräuterdip dazu machen. Das ist kein Muss, aber wenn du magst, kannst du das auch noch machen. Ich mache meinen Kräuterdip aus 100 Gramm Quark und 100 Gramm Joghurt. Das wird kurz vermischt. Dann gebe ich noch frische Kräuter dazu, Salz und Pfeffer nach Geschmack und mein Kräuterdip ist fertig. Und jetzt sind die Pfannkuchen fertig und auch der Kräuterdip zum Servieren. Die Pfannkuchen sind richtig schön geworden und die duften richtig lecker. Die sind voller Geschmack, schön knusprig außen und richtig saftig innen. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und dass du dann auch testen werdest. Wenn du das Rezept testest, würde ich mich sehr über deine Rückmeldung freuen. Lass mir einen Kommentar unten, wie die Pfannkuchen dir geschmeckt haben. Und ich finde, die Pfannkuchen sind perfekt als ein leichtes Abendessen im Sommer oder man kann sie auch wunderbar als Beilage zum Fisch oder Fleisch servieren. Wenn dir mein Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Und wenn du neugierig geworden bist auf die neue Pastiertücher von Friedmann, werde ich sie für dich in der Videobeschreibung verlinken. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.